Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin heute zusammen mit der Anne im Taunus unterwegs, genauer auf der Via Mattiacorum von Idstein nach Wiesbaden. Ist so ein bisschen römisch angehaucht, das Thema des Weges. Und ja, hat rund 28 Kilometer. Kann man an einem Tag laufen, wenn man das möchte, oder auch an 2 Tagen. Dafür haben wir uns dann jetzt entschieden. Sprich einmal von Idstein nach Wehen und dann nochmal von Wehen nach Wiesbaden. Ja, es sind auch schon ein paar Kilometer vom Weg gelaufen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bisher so war, ja, und wie es von hier aus dann auch weitergeht, beziehungsweise ja, was es mit diesem Römer-Thema da so auf sich hat, würde ich sagen, ja, bleibt dran und dann finden wir das mal zusammen raus. Start der Via Mattiacorum ist in Idstein am dortigen Bahnhof. Von dort aus führte uns der Weg direkt zum Stadtrand und auch nach wenigen 100 Metern aus Idstein hinaus. Zunächst noch ein kurzes Stück bergan entlang der Autobahn, kamen wir durch abgeerntete Felder zu einem ersten kurzen Abschnitt im Wald und einem schönen Rückblick gen Idstein und Autobahn. In der Folge präsentierte sich uns der Weg mit einem steten Wechsel von Wald, Waldrand und Wiesen bzw. Feldern und einem regelmäßigen Wechseln von einigen schmalen und meist breiten Wegen. So kamen wir auch zum ersten Zwischenstopp nach Oberaurow, einem beschaulichen kleinen Ortsteil von Idstein. Am Ende des Ortes wartete auf uns abenteuerlustige Wandersleute eine kleine Höhle in einem Fels, welche förmlich zum Klettern einlud. Letzten Endes sah man von oben nicht viel, Spaß gemacht hat es uns aber trotzdem. Weiter ging es wieder entlang des Waldrandes Richtung Ehrenbach, einem weiteren Ortsteil von Idstein, und durch diesen hindurch. Nach Ehrenbach ging es für uns ein Stück bergan und wir näherten uns dem Highlight der Tour, einem Abschnitt entlang des Limes und mehr zum Thema Römer. Zunächst folgten wir den noch gut sichtbaren Wallresten für einige 100 Meter und kamen sodann zu einem rekonstruierten Wachturm nebst rekonstruiertem Wall, sodass man sich hier sehr gut vorstellen konnte, wie es am Limes einmal näherungsweise ausgesehen haben mag. Mit Wall und Turm aber nicht genug. Unmittelbar dahinter erwartete uns noch der Rest eines alten Amphitheaters. Zugegeben, man benötigt viel Fantasie, gefallen hat es uns aber allemal. Und auch das war noch nicht genug. Kurze Zeit später passierten wir noch die zugegebenermaßen kaum mehr erkennbaren Überreste eines alten Kastells, welches bis in das späte 1. Jahrhundert nach Christus datiert wird, sowie ein Gräberfeld und den Standort eines römischen Bades. Geballte römische Geschichte auf wenigen 100 Metern Weg. Sehr geil. Die zweite Hälfte der ersten Etappe ist schnell erzählt. Der Weg führte uns erneut vor allem über Wiesen und Felder gen Etappenziel Wehen. Hier punktete der Weg unserer Meinung nach weniger durch den Untergrund, vor allem in Form von Schotter und Asphalt, als mehr durch die schöne Sicht, die man vom Weg aus in die Umgebung hatte. Vor dem Start der zweiten Etappe musste erst einmal ein Kaffee für den Tobi sein. Ohne Sprit läuft schließlich kein Motor. Nach erfolgter Stärkung und erfolgtem Studium der Hinweistafel starteten wir frohen Mutes zur zweiten Etappe.
und wurden bereits nach wenigen Metern vor eine Herausforderung gestellt. Die Wegzeichen endeten. Eine Situation, die uns auf dem Weg insgesamt leider mehrfach begegnete. Dank Studium einer Online-Karte konnten wir jedoch die richtige Abzweigung nehmen und fanden an der nächsten Kreuzung auch gleich mehrere Wegmarkierungen der Via Mattiacorum. Weiter ging es um Wehen herum und durch Wehen hindurch bis zu einem ersten Waldstück. Ein vornehmlich breiter Waldweg führte uns zu einem der Höhepunkte der zweiten Etappe, dem Jagdschloss Platte, einem Bauwerk aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss bis auf die Außenmauern zerstört und zwischen 1987 und 2007 in der jetzigen Form wieder aufgebaut. Hinter dem Jagdschloss folgten nach kurzer Zeit zwei der schönsten Wegabschnitte. Nach einem kurzen Abstieg kamen wir zunächst zu einem leider sehr kurzen Stück durch offenen Wald. Hiernach ging es über die schon gewohnte Streckenführung über Pfade, breite Wege und Asphalt weiter und so erreichten wir schließlich das etwa 79 Hektar große Naturschutzgebiet Rabengrund von Wiesbaden. Ein Paradies für Tobi, den Blümchen und nun auch Schmetterlingsfotografen. Kurz vor Erreichen des Neroberges, des letzten Abschnittes der zweiten Etappe, kamen wir nochmals an einem kleinen Highlight der Tour vorbei, der Leichtweiß-Höhle. Die Höhle dient der Überlieferung nach Heinrich Anton Leichtweiß, einem mutmaßlichen Wilddieb, zwischen 1789 und 1791 als Unterschlupf. An bestimmten Tagen kann die Höhle besichtigt werden. Wir hatten Glück und konnten mit einer Führung in die kleine Höhle hinein. Nach der Höhle war es für uns nur noch ein kurzes Stück des Weges zum Neroberg. Die Bezeichnung Neroberg stammt erst aus dem 19. Jahrhundert und soll an die römische Vergangenheit der Stadt Wiesbaden erinnern. Vom Berg aus kann man nun wahlweise zu Fuß oder mit der Nerobergbahn das Tal erreichen. Die Bahn wurde im Jahr 1888 errichtet und überwindet auf ca. 430 Metern einen Höhenunterschied von gut 80 Metern. Im Tal durchwanderten wir zum Abschluss der Via Mattiacorum noch die Nero-Talanlagen, einen Park aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. So, da haben wir es geschafft. Die Via Mattiacorum ist erwandert. An der Stelle nochmal zwei kurze Worte zum Thema Material. Ihr findet zu dem Weg einiges im Internet. Verlinke ich euch wie immer unten. Ansonsten Wanderführer zu dem Weg gibt es jetzt, glaube ich, keinen. Habe zumindest keinen gefunden. Und ansonsten, wie immer, Tobias und sein Gratismaterial. Hier eingangs vom Weg kriegt ihr hier so einen kleinen Flyer. So als erste Orientierung ist das ganz nett. Ihr habt so eine kleine Übersichtskarte mit drin, ein Höhenprofil und auf der anderen Seite nochmal so ein paar kurze Beschreibungen zum Weg. Für den ersten Eindruck okay, für alles weitere, naja. Ja, zum Weg selbst war insgesamt ein sehr schöner Weg, war einiges geboten. Unterwegs viele Sehenswürdigkeiten, ja, hier Kastell Zugmantel, Jagdschloss Platte, Naturschutzgebiet Rabengrund oder jetzt hier am Schluss auch nochmal das Nerotal entlang. Gab viel zu sehen auf dem Weg. Wegführung auch selbst war sehr abwechslungsreich. Ihr habt vom schmalen Pfad bis zum asphaltierten Weg alles dabei, was man halt hierzulande von Wanderwegen so kennt. Gab ein, zwei Stellen, die sich ein bisschen gezogen haben, gerade so hinter Wehen, wo man dann einfach mal so geradezu
über mehrere Kilometer so einen Forstweg dann auch gelaufen ist. Ja, 2 Sachen sind mir dann doch bei dem Weg etwas negativ aufgefallen. Das eine war die Beschilderung, insgesamt ganz ordentlich, aber es sind doch ein paar Stellen dabei. Ja, da seht ihr einfach keine Wegmarkierung mehr. Kommt da an eine Kreuzung, ihr könnt rechts, ihr könnt links, ihr könnt geradeaus weiter. Keine Wegmarkierung, weder an der Kreuzung, vor der Kreuzung noch irgendwo ersichtlich dann in den abzweigenden Wegen. Da bietet es sich dann natürlich an, wenn man irgendwie mal eine Karte dabei hätte, beziehungsweise wenn er mit Komoot oder ähnlichem läuft. Habe ich jetzt nicht gemacht und ich sag mal, das reicht an der Stelle eher nicht. Ja, aber hierzu auch gleich das Zweite, was mir aufgefallen ist. Es wird hier groß mit auf römischen Spuren vom Welterbe Limes zu den Quellen der Mattiaker geworben. Es erweckt den Eindruck, dass hier relativ viel von den Römern geboten ist. Das konnte ich so jetzt auf dem Weg nicht feststellen. Ja, ihr habt einen Abschnitt am Limes entlang, sehr schön, auch hier mit dem Kastell, mit dem aufgebauten Turm. Es war schon sehr schick gemacht, aber ja, davon abgesehen kam da nicht mehr so viel. Also ich denke, der Weg hat durchaus Potenzial, müsste man noch ein bisschen was dran machen, denke ich. Ja, aber trotzdem 2 Tage gelaufen, 2 Tage viel Spaß gehabt und ich denke, das ist doch das, worauf es dann auch ankommt. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr hattet auch viel Spaß, uns jetzt auf dem Weg zu begleiten. Und dann war es das auch erstmal wieder von mir. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, super. Ich kann sie mir nicht mehr wegdrücken. Au, 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 au! Also mich haben sie gestochen. Also ich habe meine Hände auch nicht benutzt. Ah, mich haben sie sowohl am Arm als auch an den Beinen erwischt. Du ziehst hier wieder ab wie so ein... Nee, aber jetzt rennst du mit Schokiseite rein, ist dein Problem. Egal. Au! Oh, nochmal. Das ist gemein. Jetzt nimmt er erst auf. Anne nimmt Anhalter mit. Den nehme ich nicht. Ich fühle mich verfolgt. Ja. Wir üben das Winken, oder? Die royale Nummer. Grüße an Martin. Ich übe fleißig, weithändig. Ja, da um die Ecke halt rum. Ich versuche dir einfach zu folgen. Fliegen. Ja, nicht zu schnell. Du sollst ja nicht unbedingt super rennen. Ganz bisschen schneller laufen oder so. Genau. Und schön in die Kurve. Ja, wobei aus der Kurve rausfliegt. Gelandet. Ja, ist so ein schönes Ende.